Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Nun ist das Jahr fast schon wieder vorbei und pünktlich zum Jahreswechsel und zum neuen Jahr gibt es meinen neuen Aquarellkalender. Den Aquarellkalender 22 möchte ich euch in diesem Film einmal kurz vorstellen. Ich werde ein paar Geschichten zur Entstehung der Bilder erzählen und ich nehme euch auf eine Reise mit nach Schweden. Wie ihr vielleicht schon aus dem vergangenen Kalenderfilm wisst, verbringe ich die Sommer immer in Schweden. Wir haben dort ein kleines Häuschen und sind den ganzen Sommer über dort. Und dort entsteht auch immer mein Aquarellkalender. Ich nehme mir dann einige Wochen Zeit und male die Bilder speziell für diesen Kalender. Die Motive im Kalender sammle ich immer übers Jahr. Und zwar sind das meistens die Bilder, mit denen ich mich auch in meinen Workshops, Kursen und Malreisen beschäftige. Ihr werdet also ein paar bekannte Bilder wiederfinden und auch einige sehen, die ich noch nirgendwo anders gezeigt habe. Wir beginnen mit dem Januar. Dieses Bild kommt euch vielleicht bekannt vor. Das ist ein Pfahlbau in St. Peter-Ording. Es gab einen YouTube-Film hier dazu. Natürlich hat sich jetzt etwas das Format geändert, damit es hier in dieses 25 x 50 cm Format des Kalenders reinpasst. Ich selbst lebe ja in Kiel an der Ostseeküste, aber ich bin sehr gerne an der Nordsee und St. Peter-Ording mit seinen ganz typischen Pfahlbauten hat natürlich einen ganz besonderen Charme. Auf den Ausflügen zur Nordsee nehme ich selbstverständlich meine Skizzenbücher immer mit und bringe von dort dann auch schöne Motive mit nach Hause. Das Februarblatt ist in der Technik Aquarell ganz anders entstanden. Diese Technik kennt ihr auch aus einigen kleinen YouTube-Filmen und alle die schon mal einen Malkurs zu diesem Thema bei mir mitgemacht haben, wissen, wie ich damit arbeite. Es ist die besondere Aquarelltechnik von dunkel nach hell. Das heißt, hier werden zunächst die dunklen Stellen im Bild gemalt mit nur 3 Primärfarben, die zusammengemischt ein dunkles Grau ergeben. Und dann, wenn dieser Farbauftrag schön getrocknet ist, wird mit hellen Farben darüber lasiert. Dabei lösen sich partiell einige dunkle Stellen wieder an und geben einen besonders malerischen Ausdruck ins Bild. Zum Schluss wird sehr lange Farbe wieder abgehoben. Wir sehen das hier an den hellen Stellen in der Tür. Das ist alles zu guter Letzt im Bild aus dem Farbauftrag wieder herausgenommen. Für den Monat März habe ich ein schönes Küsten-Wasser-Meeresbild in den Kalender genommen. Auch dies ist eigentlich eine Impression von einem Skärgårdsausflug in Schweden. Hier zeigen wir euch einmal ein paar Bilder von so einem schönen Tag in den Schären. Auch hier bin ich natürlich mit meinem Skizzenbuch unterwegs und suche die Motive, die später dann Einlass finden in meine größeren Aquarelle. Es gibt in jedem Sommer auch eine Malreise nach Schweden und auch im nächsten Sommer freue ich mich wieder mit begeisterten Aquarellmalerinnen dort in Schweden gemeinsam zu malen. Wenn ihr auf meine Website www.deaquarellwerkstatt.de geht, findet ihr alle Termine für Malreisen, Workshops und Kurse. Auch das Thema Porträt hat mich dieses Jahr natürlich wieder beschäftigt. Jedes Jahr arbeite ich einige Wochen speziell an diesem Lieblingsthema. Hier seht ihr meinen jüngsten Enkelsohn im Sandkasten. Wir hatten einen schönen sonnigen Nachmittag zusammen und er war stolz auf seine gelbe Schaufel. Ich habe dieses Bild nach einem Foto gemalt und für mich ist es eine sehr persönliche und sehr kostbare Erinnerung an diesen Moment. Nächstes Jahr geht es für mich auch mal in die Berge mit einer Malreise. Ich werde in Berchtesgaden sein
Und auch in der Nähe von Heilbronn im Kloster Schöntal gibt es einen Malkurs. Darauf freue ich mich schon so sehr, dass ich gleich, als ich das in diesem Sommer sozusagen festgeklopft habe, diese Reise, habe ich beschlossen, jetzt werden auch mal Berge gemalt. Deshalb hier ein typisches Berchtesgadener Motiv im Kalender mit drin. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich freue mich schon sehr auf den südlichen Teil Deutschlands und darauf, dort die Landschaft auch malerisch zu entdecken. Blumen dürfen natürlich im Kalender nicht fehlen. Auch Blumen male ich übers Jahr immer mal wieder. Hier haben wir ein schönes Junibild mit dem roten Klatschmohn. Und ich glaube, dieses Bild versprüht besonders viel gute Laune. Ja, die Kühe waren diesen Sommer auch einem meiner Lieblingsmotive. Ich habe also häufig auf der Weide, im Stall und überall die Kühe, wo ich sie gesehen habe, auch gemalt. Deshalb haben diese 3 freundlichen und neugierigen Damen es auch in meinen Kalender geschafft. Hier im August haben wir nun wieder ein typisches Schwedenmotiv. Diesen Leuchtturm auf der Insel Tjärö im Scherengarten vor Karlshamn haben wir im Kurs live vor Ort gemalt. Das war ein sehr schöner sommerlicher Maltag auf den Schereninseln und ich finde auch ein sehr typisch schwedisches, wunderbares Motiv. Es war ein sehr heißer, sonniger Tag und der Malplatz dort auf dieser felsigen Insel war natürlich schon etwas spektakulär. Vor mir der steile Berg mit dem Leuchtturm und hinter mir ein ziemlich steiler Abgrund mit einer wunderbaren Aussicht über die weite Wasserlandschaft im Scherengarten. Wenn man Plein Air malt, kriegt man natürlich eine besondere Atmosphäre mit ins Bild. Es ist aquarelltechnisch nicht ganz unproblematisch, denn in einer warmen, heißen, sommerlichen Luft trocknen die Aquarellfarben, trocknet das Papier besonders schnell. Es wird schwierig mit weichen Verläufen. Aber ich stelle mich diesen Herausforderungen besonders gerne, weil ich finde, Plein Air gemalte Bilder strahlen eine besondere Atmosphäre aus. Hier im Film seht ihr, wie das Bild vor Ort entstanden ist. In den Kalender geschafft hat es allerdings eine zweite Version, die ich dann in aller Ruhe noch einmal im Atelier in Schweden gemalt habe. Auch das Septemberbild ist ein schwedisches Motiv. Ich habe unweit von unserem Häuschen in Schweden einen alten Bauernhof entdeckt mit einer sehr ländlichen und lauschigen Lage und habe in mehreren Skizzen zunächst und dann eben auch in einem großen Bild dieses Motiv umgesetzt. Hier habe ich vor Ort gegen Abend gemalt, weil es da eine ganz besondere Lichtstimmung gab. Dieses ländliche Motiv mit viel Grün und aber auch den roten Akzenten, den schönen roten schwedischen Häusern, das war für mich das Reizvolle an diesem Motiv. Das Oktoberblatt ist wieder ein Bild aus der Serie Aquarell ganz anders. Hier eine alte Ankerkette, gemalt wieder von dunkel nach hell. Das heißt, zunächst werden die dunklen Bereiche hier im Schatten, im Wasser gemalt, auch hier die dunklen Farben und auch die dunklen Elemente der Kette selbst. Und dann gehe ich mit den hellen Farben über den dunklen Farbauftrag drüber und löse dabei partiell die Farben wieder an. Wie gesagt, es gibt hierfür ein extra Kursthema. Ich unterrichte diese Technik auch auf Malreisen. Ich glaube, nächstes Jahr in Worpswede zum Beispiel und auch in der Akademie am See in Voserin. Die Darstellung von Wasser und Spiegelungen hat mich natürlich auch das vergangene Jahr wieder begleitet. Die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen ist nach wie vor ein sehr beliebtes Motiv. Und es gab ja auch mit diesem Motiv einen YouTube-Live-Abend für alle Unterstützerinnen. Wir haben gemeinsam dieses Motiv gemalt und ich finde, diese Zusatzaktionen für die Unterstützerin der Aquarellwerkstatt sind eine sehr schöne Sache. Man kann ja mit einem kleinen monatlichen Beitrag diese Videos hier unterstützen. Ihr findet alles, was ihr dazu wissen müsst, unter dem Video in der Videobeschreibung. Und ab 2 € im Monat ist man dabei. Es gibt dann einige besondere Aktionen für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt. Eine davon sind regelmäßige YouTube-Live-Abende, in denen ein Motiv in aller Ruhe gemeinsam sozusagen in Echtzeit gemalt wird. Ihr bekommt dafür einen Link zugeschickt und könnt mich dann live auf YouTube sehen und mir im Chat auch eure Fragen stellen.
Dieser Film wird dann immer gespeichert und ist auf der Steady-Seite, also auf der Mitgliederseite der Unterstützer der Aquarellwerkstatt, auch jederzeit verfügbar. Hier nun das Dezemberblatt, zu dem es auch eine besonders schöne Geschichte gibt. Einige von euch, die mich vielleicht schon ein wenig kennen, wissen, dass ich eine besondere Vorliebe für die Lost Places und die Orte aus vergangener Zeit habe. Hier haben wir in Schweden ein altes Industriemuseum besichtigt. Ebba Måla, ein Eisenhüttenwerk aus dem 18. Jahrhundert und ein sehr interessanter und magischer Ort. In diesem Museum, welches man nur mit einer Führung besichtigen kann, sind viele Dinge noch genauso, wie sie vor 100 Jahren in der Metallverarbeitung zu finden waren. Mich faszinieren die komplizierten, von Menschen ausgedachten Maschinen, bei denen jedes kleinste Schräubchen einer bestimmten Funktion zu folgen hat. Und so eine große Fabrikhalle mit alten Maschinen übt auf mich einen unvergleichlichen Reiz aus. Ich glaube, man kann es ein bisschen in dem Bild auch sehen. Ich war begeistert von diesem Ort und habe gleich eine Serie mehrerer Bilder gemacht und eins davon jetzt hier im Dezember im Aquarellkalender. So, das war die kleine Reise durch meinen Aquarellkalender. Ich hoffe, euch haben die Bilder ein wenig gefallen und vielleicht habt ihr jetzt Lust, diesen Kalender euch selbst oder vielleicht lieben Menschen zu Weihnachten zu schenken. Wir würden uns freuen. Mit jedem Kauf unterstützt ihr natürlich auch unsere Arbeit hier in der Aquarellwerkstatt. Die großen Unterstützer der Aquarellwerkstatt bekommen einen Kalender von mir geschenkt. Und an die kleineren Unterstützer geht in diesen Tagen diese Postkartenbox raus. Das ist eine neue Edition von Postkarten, die wir gerade ganz frisch dieses Jahr hergestellt haben. Wir zeigen euch hier einmal einen Überblick über die schönen Motive. Es sind einige Kalendermotive dabei, aber auch andere Motive aus den aktuellen YouTube-Filmen. Die kleinen Unterstützer mit 2 € monatlich bekommen auch von mir Post. In diesen Brief stecke ich 2 schöne Karten hinein und bedanke mich an dieser Stelle schon einmal bei allen Unterstützern der Aquarellwerkstatt für den tollen Support, das super Feedback und nicht zuletzt auch für eure finanzielle Hilfe für diesen Kanal. Ich freue mich schon auf unseren nächsten YouTube Live-Abend. Der wird stattfinden am 30. November, das ist ein Dienstag um 19 Uhr und dort malen wir das Valencia-Motiv vom vorvergangenen Film zusammen. Der nächste reguläre Film hier auf YouTube wird in 14 Tagen am Samstag herauskommen und für diesen Film haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mein Sohn Bela wird wieder mit mir zusammen malen. Es wird einen kleinen Wettstreit diesmal geben, ein Battle auf Neudeutsch. Wir werden 2 Aquarell-Weihnachtskarten malen, er auf seine Art, ich auf meine Art. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film, freue mich schon drauf und hoffe, dass wir uns dann auch wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.